So, hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave, und heute machen wir mal wieder ein sehr schönes Tutorial, und zwar eins für Beginner, eins für Anfänger, damit ihr da voll durchstarten könnt. Wir machen da ein wirklich sehr anfängerfreundliches Video, Tutorial meine ich, und findige Leute, die letztens bei dem letzten Video mit meinem Auto aufgepasst haben, werden gesehen haben, dass es schon da oben hängt. Ha! Da hängt das gute Stück nämlich schon, und ich zeige es euch jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht, und schaut euch das mal an. Schönes Star Wars Thema, Luke und Vader, voll geil. Ich finde das ganz cool. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich für euch zu halten, damit ihr das zu Hause nachmachen könnt, und ich habe Materialien benutzt, die eigentlich nahezu fast jeder auch daheim hat. Also da gibt es keine Ausreden. Das könnt ihr super mitmachen, und ich finde, hier lernt man ganz viel, aber es ist trotzdem recht einfach gemacht, damit ihr einfach ein schönes Ergebnis habt, viel lernen könnt und damit auch viel üben könnt, und Dir helfen, das kann ich, ja. das finde ich doch ganz cool. Für einen Anfänger ist das doch immer was Geiles, wenn man dann auch was mal nicht nur immer irgendwelche Viereckle ausmalt oder keine Ahnung, irgendwelche Formen aussprüht oder so, damit es einfach mal ein bisschen mehr Futter hat, ein bisschen mehr, ja, einfach was, ein bisschen was Geileres fürs Auge, und ich finde das eigentlich schon ganz cool. Also wie gesagt, ich habe geguckt, dass ich das so einfach wie möglich halte. Ich habe nämlich das Ganze, also den Luke und den Vader und den Hintergrund, den habe ich jetzt hier ein bisschen, der ist da ein bisschen arg dunkel geworden, ein bisschen weniger, aber das erkläre ich noch im Video, das könnt ihr noch anders machen. Aber das Ganze habe ich für euch komplett vorskizziert und auch eingescannt. Das könnt ihr euch daheim ausdrucken. Da kommen wir schon zum ersten. Ihr braucht einfach nur einen Drucker. Aber einen Drucker hat also heutzutage ja fast jeder nahezu. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann könnt ihr euch die komplette Skizze, die Silhouette ausdrucken. Das ist die zwei Treppenstufen sind es, der Vader und der Luke und der Hintergrund. Und dann habt ihr da schon mal das Kernstück, würde ich mal sagen. Und was wir dann noch brauchen, ist nur noch ein schwarzer Untergrund, also eine schwarze Leinwand, ein schwarzes Papier, Chromoluxpapier, egal auf was ihr arbeitet. Es muss halt einfach schwarz vorgrundiert sein oder schwarz schon sein oder Alu-Dibond-Platte schwarz, irgendwas halt, was schon mal schwarz ist. Und dann drucken wir eben die Silhouette aus, und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Cuttermesser, und das war's eigentlich schon. Also da sind, wie gesagt, ich gucke einfach, dass es sehr einfach bleibt, und Malerkrepp oder eine Abmaskierfolie. Die gibt es noch optional, wenn das nicht ganz so hinhaut wie bei mir. Da habe ich auch noch, ist mir nicht gerade ein Fehler passiert, aber da habe ich an ein, zwei Stellen etwas unsauber gearbeitet und musste das dann halt mit der Abmaskierfolie wieder nachkorrigieren. Das kann man aber optional dann auch mit dem Malerkrepp machen. Das habe ich früher viel gemacht so. Also wie gesagt, Malerkrepp, Drucker und ein Cuttermesser, und dann sind wir da schon voll am Start und startbereit. Und ja, ich hoffe, das macht euch Anfängern Spaß und ihr kommt damit gut zurecht. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß damit gehabt, und ich habe auch so gearbeitet, wie ihr das dann daheim machen würdet. Also ich habe jetzt nicht die ganze Silhouette genommen und einfach hier durch den Plotter gejagt, weil dann habt ihr nicht das gleiche wie ich, und dann ist das natürlich wieder Nonsens, sondern ich wollte schon wissen, wie das auch funktioniert und ob es gescheit funktioniert und ob ich euch das antun kann. Und ja, das kann man sehr gut machen, und ich hoffe, das taugt euch. Also wie gesagt, in der Infobox ist das Referenzbild, wie bei jedem anderen Video auch. Da haue ich euch in die Infobox immer das Referenzbild von mir rein. Das könnt ihr euch immer ausdrucken zum Schauen für alle Tutorials, damit ihr das einfach habt. Und eben die Silhouette, die habe ich eben für euch komplett vorskizziert und gemacht. Jetzt müsst ihr dann nur noch händisch ausschneiden. Und dann können wir da nämlich schon voll durchstarten, und das ist doch mal eine coole Sache. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns nochmal zwei Bilder aus der Community an. Ja, ihr könnt es euch schon denken. Ich zeige euch gerne die Bilder, weil ich es einfach cool finde, und warum auch nicht, oder? Und zwar der Inkmaster, sage ich schon hier. Der liebe Chaos-Nips, der Nils. Der hat mir noch zwei Schädel geschickt, und die schauen wir uns auf jeden Fall an. Und einer davon ist natürlich das Tutorial von mir, der Kollege da oben. Und
wir schauen jetzt mal sein an und schaut euch das mal an. Holy shit, ist das geil, oder? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch wirklich geil geworden. Also, der hat das super umgesetzt. Und was ich ganz spannend finde oder was ich ganz toll finde, ich habe im Tutorial sehr oft gesagt, wenn es euch zu detailliert ist, nehmt die Details runter. Macht das auf eurem Level und setzt das dann um. Versucht nicht krampfhaft an diese hohen Detailgrad, den ich da mache, ranzukommen, wenn ihr das nicht könnt. Weil sonst halt nichts wird. Ja? Ich meine, ich habe schon viel Übungen und so und deswegen ist das ja ganz verständlich. Und er hat das wunderbar gemacht. Er hat die Details so weit runter reduziert, wie es für ihn passt und gängig ist. Und da sind viele Details drin. Also das ist wirklich geil umgesetzt und ich bin, ja, was soll ich sagen, richtig stolz drauf. Das sieht richtig, richtig cool aus, Nils. Dein Applaus. Hast du mega gut gemacht. Also ich finde es bombastisch. Also wirklich ganz großes Kino. Und jetzt schauen wir uns mal noch deinen zweiten Skull an. Du hast nämlich noch einen Skull gemacht. Du bist ein kleiner Skull-Fan, gell? Und zwar den hier. Und den finde ich auch richtig cool. Also der Skull gefällt mir auch mega. Der hat auch richtig schöne Details drin. Da ist ein schöner Mix aus Details und Flächen. Also der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich meine, man muss das nicht immer so extrem machen wie bei dem. Das ist natürlich schon... kann auch manchmal ein bisschen komisch aussehen, wenn zu viele Details drin sind. Also hier finde ich es mega gut ausgewogen und vor allem die Schaukel und das Mädchen finde ich richtig creepy. Das finde ich richtig, richtig cool. Hast du wirklich cool gemacht. Also das sieht richtig, richtig abgefahren aus. Also ich bin auch immer Fan von sowas und ja, bin auch ein kleiner Horrorfan, schaue mir auch gerne Horrorfilme an. Also finde ich auch richtig cool gemacht. Coole Details, Hintergrund schön gemacht, ein bisschen Unschärfe, ein bisschen hier mehr Details, da weniger. Also es wirkt sehr lebendig, sehr dreidimensional, also wirklich auch geil gemacht. Also super, kann ich einfach nur sagen, super und einen Applaus. Da seht ihr mal mit viel Fleiß und viel Zeit. Er hat auch gesagt, er hat glaube ich, viel Zeit zu malen. Nein, da wird man einfach besser mit der Zeit, wenn man sich da schön reinfuchst und natürlich auch ein bisschen Feeling für mitbringt und alles. Und ich finde, da sieht man hier wirklich schön, das hat er super gemacht. Also wirklich super gemacht. Und genau, das Tutorial. Dann würde ich nämlich sagen, flitzen wir jetzt nachher mal los. Lasst mir gerne einen Daumen da, abonnieren, liken, ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Einfach das Ganze machen, da freue ich mich sehr drüber. Und natürlich, wer mir noch ein Ovolus da lassen will oder eine Kleinigkeit im Shop mal sich rauslassen will, da sind alle Infos in der Infobox. Kein Muss, aber ein Nice to have. Und dann würde ich sagen, flitzen wir ab zum Maltisch und machen mal dieses geile Star Wars Bild. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Willkommen am Maltisch. Wir können jetzt hier gleich richtig durchstarten. Hier haben wir als allererstes mal die Silhouette, die ihr euch dann daheim ausdrucken könnt. Die habe ich extra gemacht und da schauen wir einfach mal. Die Silhouette hat einen Fehler und da komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Aber den zeige ich euch ja später. Nein, nicht gravierend. Das wird euch aber wahrscheinlich dann noch auffallen. Und das könnt ihr aber easy beheben. Deswegen ist das jetzt nur ein kleiner Anteaser. Und genau, wir brauchen hier halt ein schönes Cuttermesser. Vielleicht noch ein Lineal für die ganzen geraden Sachen. Und eben das Ganze ausgedruckt. Und hier geht es jetzt einfach darum, das Ganze schön auszuschneiden. Wir brauchen quasi alles, was Hintergrund ist, wird quasi ausgeschnitten und beiseite gelegt. Auch die Lichtschwerne, die Lichtschwerter mache ich auch noch mit, genau. Einfach alles ausschneiden und auf Seite legen und dann sind wir da nämlich dann schon ready und startbereit. Wichtig ist halt hier nur an den paar Stellen, gerade am Luke und am Vader, dass man die Teile, die dort angrenzen, auf einer Seite auch ausschneidet. Dann kann man nämlich später beim Brushen
die eine Hintergrund, also das Hintergrundgestänge, das kann man dann nämlich schön nehmen und ein bisschen anlupfen, kurz drunter sprühen, damit wir auch eben dort überall die schönen harten Kanten haben, damit es sich einfach noch mehr abhebt, damit sich das einfach gescheit von dem Rest abhebt, ist das einfach noch wichtig. Und damit das Ganze ja nicht auseinanderfällt, wenn es nirgendwo mehr hebt, dann eben erstmal lassen und dann eben am Objekt dann eben kurz drunter sprühen oder auch nicht. Ich zeige euch das dann nachher sowieso dann, wenn ich das mal mache, dann versteht ihr vielleicht besser, was ich meine. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt erstmal schöne kleinteilige Ausschnipslerei. Das Ganze habe ich hier bisschen, also ich habe das Papier, weil euch nicht wundert, warum das hier oben so komisch von mir zusammengefrickelt ist. Das ist jetzt nicht DIN A4 Größe, sondern es ist jetzt genau die Leinwandgröße, die ich habe. Das ist, glaube ich, 30×24, deswegen habe ich das zusammengestückelt, damit ich das eben einmal auf der ganzen Größe hatte, damit ich das beim Vorskizzieren einfach schon gleich im richtigen Größenverhältnis am Start habe. Und wenn ihr das halt euch dann ausdruckt, dann müsst ihr es halt einfach so weit vergrößern, wie euch das dann auf eurem Untergrund passt. Da seid ihr dann völlig frei, die Größe zu wählen. Deswegen ist das auch ein bisschen so fleckig da beim Scannen, aber das ist ja wurscht. Die Linien sieht man alle, das ist das Wichtigste. Und der Rest ist sekundär. Und deswegen passt das nämlich ganz gut. Und hier einfach schön die ganzen Details von dem T-Shirt, von der Hose einfach schön ausschneiden. Und dann habt ihr da nämlich nachher richtig schöne Details. Und dann fällt das halt richtig schön auf. Und das wollen wir ja haben. Und genau, ich werde das nachher jetzt noch ein bisschen beschleunigen, das ganze Ausgeschnipsel hier. Was hat natürlich doch einiges an Zeit gefressen. Und ich will euch jetzt hier natürlich auch nicht langweilen, indem ich euch hier 25 Minuten Ausschnipslerei zeige. Und deswegen beschleunigen wir das Ganze dann noch ein bisschen. Und ich habe tatsächlich mir das einfach mit dem standardweißen Papier genommen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt auch mal auf, wie sich das so überbrushen lässt, wie arg das nachher wellig wird, wie stark das quasi einweicht und so. Papier ist jetzt, sage ich mal, nicht gerade so das beste Medium für eine Schablone. Ja, kurzer Check, Kind hat sich bewegt, schläft aber noch, alles gut. Und genau, das ist nicht immer so das beste Medium, wenn ihr natürlich ein bisschen dickeres Papier habt oder ein anderes, komm hier schon wieder Hirnfurz angesagt. Wenn ihr was anderes nehmen wollt, wo ihr das ausschneidet, könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr irgendein dünnes Kunststoff habt oder so, oder keine Ahnung, was ja alles Mögliche gibt, könnt ihr natürlich auch anderes nehmen oder halt besser vielleicht sogar ein etwas dickeres Papier. Es gibt ja zum Beispiel Airbrush-Papier oder so, ist zum Beispiel ziemlich dick. Ich glaube 360 Gramm oder irgendwie sowas pro Blatt oder so. Und das ist natürlich das hier ein Witz dagegen. Das ist ja ein Furz im Wind hier. Das ist ja... Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine, ich habe jetzt dann am Ende hin so ein bisschen hier ein bisschen Fehler gemacht. Komm, das zeige ich euch aber nachher dann auch noch. Dann ein bisschen nochmal mit der Abmaskierfolie noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Aber es funktioniert im Kern eigentlich noch recht passabel. Ich habe damals tatsächlich eigentlich auch relativ viel ausgedruckt immer. Gerade so den El Pacino, den ich da mal gemacht habe, der bei mir oben rumhängt. Das Porträt, da habe ich das auch mit ausgeschnittenem Papier gemacht und das dann halt einfach so weit immer ausgeschnitten, so die Augen erst und dann den Mund und so, damit ich überall Anhaltspunkte habe. Da ging das eigentlich auch nicht schlecht. Bloß da habe ich halt nicht annähernd so viel Farbe benutzt wie jetzt. Also hier färben wir natürlich nachher alles noch schön ein. Und dann ist das Papier natürlich nochmal deutlich mehr der Farbmenge ausgesetzt. Und deswegen war das natürlich für mich auch mal ganz spannend zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Hätte natürlich auch voll in die Hose gehen können, dann wäre das natürlich nicht so geil. Aber hat Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Und deswegen... ist das für euch dann nachher hier draußen für die Anfänger. Guckt, das meine ich, da unten ist überall schon so ein bisschen an den Ecken ausgeschnitten. Da kann man das doppelt nehmen. Aber das haben wir nachher dann im Entschleunigten dann nochmal deutlich besser zu sehen. Und genau, das ist dann für euch Anfänger wirklich super zum Umsetzen. Ihr könnt hier mega viel lernen, mit der Airbrush umzugehen, Farbverläufe zu machen, ein bisschen Sprinkeltechnik und
was man sonst noch so alles macht. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch und man hat gleichzeitig halt hier noch so ein ganz cooles Bild. Hier benutze ich natürlich jetzt, um ein bisschen Zeit zu sparen, auch nochmal den Kreisschneider. Ist jetzt natürlich, könnt ihr das auch händisch ausschneiden, ihr braucht da jetzt nicht explizit den Kreisschneider. Ich habe den auch jetzt nicht so 100% gemacht. Also das sieht bei mir jetzt auch nicht als so 100% da unten aus. Also man kann es hier wie jetzt zum Beispiel auch komplett von Hand machen. Das ist alles gar kein Thema. Geht halt einfach nur deutlich schneller. Deswegen habe ich das auch so gemacht. Aber kann man natürlich auch nutzen, wenn man es halt noch ein bisschen präziser haben möchte. Sieht es halt natürlich immer noch ein bisschen knackiger und besser aus. So, da habe ich natürlich meine schöne vorbereitete Leinwandkarton und da passt das natürlich jetzt bombastisch drauf. Deswegen habe ich das so gemacht, damit das einfach genau passt. Und normalerweise beschwere ich das Papier dann immer, oder habe ich immer gemacht, eben mit Magneten oder so. Und halt meistens hatte ich dann metallische Platte drunter oder so. Habe ich jetzt hier nicht mehr alles so am Starten, deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere mal was aus. Ich habe mal vor Ewigkeiten mal eine Sprühkleber besorgt von 3M und wollte damit eigentlich immer so mal wieder die andere Folien festkleben, damit die nicht immer so untersprühen und so, aber dann ist mir eingefallen, dass bei der Schminke gar nicht so geil ist, weil die Kleberückstände natürlich mit Alkohol entfernt werden müssen und das mit den Farben natürlich nicht so gut passt. Deswegen habe ich die bis dato dann gar nicht mehr benutzt und habe mir gedacht, aber für das Projekt mit dem Papier und allem sollte das eigentlich ganz gut klappen und die hinterlässt wenig Rückstände im Vergleich zu anderen. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt probiere ich die hier auch einfach mal aus. Nur für euch Premiere. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert, wie das dann nachher aussieht, ob das voll die Katastrophe ist oder ob das nachher nicht mehr zu handeln ist, aber wie gesagt, die hat eine sehr leichte Klebekraft und kann eigentlich immer wieder beklebt werden. Das ist also wirklich, hat die besten Voraussetzungen und dann habe ich das eben einfach mal ausprobiert und muss sagen, ja, es hat ganz gut geklappt. Da auf der Rückseite vom Papier hatte ich noch eine andere Zeichnung, ein anderes Sketch, aber die habe ich nicht genommen, die hat mir nicht so gut gefallen, deswegen haben wir jetzt die andere Version. Und hier eben sprühe ich das mal auf. Schön hoher weiter Abstand und dann ganz wichtig, mindestens 1 Minute oder 1,20 oder 1,30, was draufsteht, ablüften lassen, damit der Kleber eben schön abziehen kann und dann ist er eben nur noch so schwach klebend. Das ist ganz wichtig, wenn man das gleich draufklebt, dann kann es zu Problemen führen oder eben zu viele Rückstände hinterlassen. Und da war ich jetzt natürlich auf dem Papier auch nochmal ein bisschen zaghafter unterwegs, weil ich eben auch nicht wusste, wie stark schon dieser Kleber das vielleicht aufweichen kann. Und hinten raus kann ich sagen, ich hätte doch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geben können. An ein paar Stellen hat es sich dann immer wieder mal gelupft, aber per se muss ich sagen, hat es wirklich gut funktioniert auf so einer Leinwandkarton. Also war ich echt überrascht. Und wie gesagt, ansonsten, wenn ihr natürlich sowas nicht am Start habt, nehmt ihr einfach ein paar Gewichte oder da, wo ihr nachher sprüht, drückt ihr das Ganze mit dem Skalpell oder mit dem Pinsel etwas an. Das zeige ich euch auch noch, wie man das alles machen kann. Also seid da ruhig ein bisschen erfinderisch. Aber wie gesagt, hier richte ich die nochmal so ein bisschen auf und drücke die dann am Ende richtig schön fest. Und das hat echt erstaunlich gut funktioniert. Also war irgendwie mal ganz interessant auszuprobieren. Jetzt weiß ich auch, dass das geht. Ihr wisst auch, dass das geht. Und genau, das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Und dann drücken wir das nämlich alles schön fest, damit wir eben kein Overspray haben. Das ist nachher das, was mir natürlich jetzt hier mit der nicht ganz so 100%igen Klebekraft nachher, also ihr seht es da, es löst sich unten schon wieder ein bisschen arg fest, aber ich kann es jetzt natürlich nicht mehr nachsprühen. Ist natürlich schon streckenweise hier und da dann so ein bisschen, hat so ein bisschen Overspray drunter gepustet und deswegen müssen wir da später dann nochmal ein bisschen nacharbeiten mit eben dem Maskierfolie oder dem Maskiertape, Malerkrepp, was man da natürlich auch für nehmen kann.
Und eben hier zeige ich euch mal, ich hatte immer hier die Magnete oder meistens noch eine Metallplatte drunter, aber die war jetzt im Keller und ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, die zu holen. Und die habe ich seit dem Umzug nicht mehr benutzt. Ich habe gewusst, die ist unten. Ich dachte, ach nee, jetzt für das Projekt extra die Platte hochholen. Nee. Und ja, dann kann man das eben schon auch so beschweren zum Beispiel. Dann hebt auch ein Großteil fest. Oder eben einfach generell mit mit kleinen, schweren Sachen. Dann kann man sich da auch ein bisschen leichter tun mit ein paar größeren Muttern oder so. Das ist, ja, wie gesagt, seid da einfach ein bisschen erfinderisch. Aber so mit dem Sprühkleber bin ich jetzt erstmal happy. Und jetzt machen wir dann nachher als allererstes erstmal den Background, den Hintergrund oben. Und da fangen wir natürlich an, das Ganze mal einmal ein bisschen mit einem opaken Weiß, ein bisschen verdünnt vorzulegen. Und ja, in dem Referenzbild, also die Szene ist natürlich klar, die habe ich auch am Anfang schon eingeblendet, ist natürlich in der Fabrik drinnen, wo hier Han Solo eingefroren ist in Carbonit, und da ist natürlich kein Himmel zu sehen, aber ich fand das irgendwie eine ganz coole Idee, so wegen Star Wars und so. Krieg der Sterne, dann einfach nach oben ein bisschen das Ganze aufzubrechen und noch so ein bisschen den Himmel reinzumachen. Da könnt ihr natürlich euch, wenn ihr das nicht wollt oder das nicht geil findet und da noch mehr in der Szene drin sein wollt, könnt ihr das natürlich auch anders gestalten oder noch mehr Hintergrunddetails reinbringen und euch da noch mehr ausdenken. Da könnt ihr natürlich voll frei arbeiten, wie ihr da kreativ seid, und macht das auch gerne und schickt mir das gerne. Macht da gerne eure Ideen oder eure Sachen da rein und zeigt mir das. Dann zeige ich das der ganzen Community in einem separaten Community-Post oder vielleicht in einem Video. Also nur nicht scheu sein. Der Ink Master und der Coversnips und hier. Ach, ich komme hier mit den ganzen Namen schon wieder durcheinander. Der Hardy, die schicken mir ja fleißig so. Und deswegen kann man das dann immer ganz schön zeigen. Das finde ich immer ganz cool, auch für euch da draußen. Könnt ihr mal sehen, was die anderen Leute in der Community so Feines machen. Oh, das ist doch ganz cool. Und ihr seht jetzt hier luft sich, dann ist da doch ein bisschen zu wenig Kleber drauf. Da hätte ich, glaube ich, echt ein bisschen mehr geben können, dann wäre es perfekt gewesen. Aber da war tatsächlich nur so ein bisschen zu wenig, weil das Papier natürlich stark saugend ist. Habt ihr da unten das gerade gesehen? Ich habe das Papier eben dort eingeschnitten, wo die Silhouette vom Luke vom Fuß ist, und habe jetzt das Papier nur kurz gelupft, drunter gesprüht und wieder drüber gelegt. Und so haben wir die Hintergrundkante und gleichzeitig die Silhouettenkante. Und so müsst ihr das ringsherum machen, dann habt ihr auch alles abgedeckt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe mir gedacht, so jetzt hier kommt das so gut rein, aber genau, wie gesagt, jetzt war ich hier in meinem Flow drin, dann habe ich das gesehen und dann habe ich mich jetzt doch wieder verquaddelt. Aber dann ich werde auch hier jetzt eben noch separat nochmal nachschneiden. Da unten haben wir es, guck, das meine ich hier. Schön auflupfen, das schön aussprühen, dann haben wir die Silhouette vom Fuß und gleichzeitig jetzt dort drüber sprühen, dann haben wir gleichzeitig eben schön die Kante von dem Hintergrund drin. Und so könnt ihr das ringsherum machen. Klar ist jetzt die eine Seite hier dran, da könnt ihr aber nachher zum Schluss noch die rechte Seite aussprühen und dann passt das nämlich ganz bombig. Dann habt ihr das nämlich auf einmal, das ist ein ganz cooler Trick, um sowas zu machen. Und dann ist das nämlich nachher gleich bündig und passt. Und ja, genau, das Papier war ein bisschen zu stark saugend und das hat eben dazu geführt, dass das nicht so optimal klebt. Sonst wäre das noch besser geworden, da hätte ich nachher nicht nacharbeiten müssen. Da müsst ihr halt selber ein bisschen drauf achten, dass ihr da nicht so viel Overspray drunter bekommt. Und das schafft ihr natürlich, indem ihr so gerade wie möglich auf das Papier brusht und nicht von der Seite. Dann sprüht ihr immer tendenziell runter. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und ansonsten einfach mal so machen. Wenn das bei euch jetzt nicht so gut klappt, dann macht das am Ende so wie ich, einfach nochmal mit der Malerkreppe oder mit der Maskierfolie. Und dann kann man sich da auch nochmal einfach ein bisschen helfen. Hier machen wir jetzt schon mal so ein paar Wolken rein, ein paar schöne Clouds. Und dann passt das doch wunderbar. Die arbeite ich jetzt einfach mal so ein bisschen freihand vor. Wie gesagt, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach nur einen Farbverlauf nach unten machen, wenn euch auch das schon zu schwierig ist. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr seid da ganz
zwanglos und frei und das finde ich immer noch ganz cool bei so einem Projekt, wenn man dann auch noch seinen eigenen Scheiß mit reinbringen kann. Das finde ich doch immer ganz cool, auch für euch. Da habt ihr eine Vorlage, aber könnt trotzdem hier nochmal frei variieren. Und wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir da mal eure Sachen schickt. Macht das so gerne mir per E-Mail schicken und dann schaue ich mir die gerne an und freue mich drüber. Wie gesagt, hier hebt das Papier einigermaßen. An ein paar Stellen hebt es richtig gut, an manchen nicht so geil. Und ja, ist halt so. Und das mache ich jetzt natürlich ein paar Mal. Und in der Mitte haben wir ja diesen hellen Lichtspot von dem Bild. Deswegen geben wir da natürlich auch mehr Material, lassen aber in der Farbe genug Zeit zwischendrin mit Luft und einfach oder auch mit Zeit oder mit dem Föhn, je nachdem wie ihr das machen wollt, genug Zeit geben, damit die trocknet, damit das hier nicht unterläuft unter dem Ganzen. Also hier wirklich einfach mit mehrschichtig arbeiten. Und da meine ich, da kann man mit dem Skalpell zum Beispiel sowas andrücken oder mit dem Pinselrückseite, mit dem dünnen einfach schön andrücken. Dann könnt ihr das machen. Hier habe ich es jetzt auch nochmal nachgeschnitten. Das mache ich jetzt nachher auch noch ein paar Mal. An ein paar Stellen habe ich es halt einfach erstmal nicht gemacht, damit das Papier auch nicht gleich so instabil wird. Habe ich das natürlich jetzt erstmal am Objekt gemacht, aber hier einfach ein bisschen drunter drücken, das geht auch alles ganz gut. Wie gesagt, da habt ihr eigentlich auch genug Möglichkeiten an der Hand, das machen zu können und deswegen sollte das ja kein Problem sein für euch. Und deswegen hier. Die Technik ist eigentlich ganz interessant, weil so haben wir gleichzeitig schön die Silhouette wirklich schön detailliert und gleichzeitig aber auch den Hintergrund. Ich habe ja eingangs im Video mal gesagt, dass ich das zu dunkel gemacht habe, da habe ich mich ein bisschen versprochen. Also die Silhouette nicht, die will ich ja dunkel haben, aber den Hintergrund hier, das Gestänge, das hätte ich später im Video nicht einfach mit dem ganzen Gesamtbild einfärben sollen, sondern hätte das nochmal separiert abdecken können, dann würde das nochmal einen schöneren Effekt geben. Ist jetzt hier nicht ganz so tragisch, aber nur für euch als Info, das kann man dann anders machen, damit es einfach nochmal ein bisschen besser zur Geltung kommt. Bei mir geht das natürlich dann nachher schon mal nochmal einiges, geht es hier einfach relativ stark am Ende des Tages unter und dafür ist dann die Mühe eigentlich zu groß, um das, sieht nicht so schön aus. Ich hätte es ein bisschen einfach deckender gehabt, ein bisschen präsenter. Und ja, da macht ihr diesen Fehler nämlich auch schon mal nicht. Und das machen wir jetzt eben hier erstmal schön oben den Hintergrund, in der Mitte eben schön das Helle und unten die Teile machen wir natürlich auch schön deckend und hell, damit das natürlich einfach nachher sich gut einfärben lässt. Wir wollen ja den Hintergrund und die zwei Treppenstufen eben einfärben. Hintergrund natürlich blau-violett und unten die Stufen eigentlich in einem Orange. Im Film ist das auch ein orangenes, durchgängiges Leuchten, aber ich habe es auch ein bisschen noch mit dem hellen Gelb in der Mitte noch versehen, damit es einfach noch ein bisschen mehr Dynamik hat und auch vielleicht für euch noch ein bisschen spannender ist. Einfach nochmal mehr mit Farbe und Farbverläufen spielen kann. Muss man auch nicht machen. Kann es auch einfarbig lassen, wenn es euch leichter fällt. Also hier könnt ihr euch trotzdem noch, wenn es euch zu schwer sein sollte, dann könnt ihr euch das trotzdem noch leichter machen. Also da habt ihr auf jeden Fall richtig was, an dem ihr arbeiten könnt. Und genau, einfach hier schön langsam arbeiten. Hier brauchen wir natürlich viel Farbe für die ganzen Hintergrund, fürs Leuchten und so. Und stresst euch dann nicht, euch hier gleich die Farbe voll drauf zu ballern, weil sonst wird das halt einfach nichts. Und ja, hier habe ich die Farbe tatsächlich, obwohl ich sie gerne, bei so deckenden Sachen nehme ich sie natürlich schon gerne unverdünnt, aber hier habe ich sie tatsächlich nochmal nur ein kleines bisschen verdünnt, damit sie eben nochmal oben für die Wolken nochmal so ein bisschen besser gängiger ist. Könnt ihr aber natürlich auch weglassen und sie gleich deckend nehmen. Also für den unteren, für die Treppenstufen habe ich es nachher nicht mehr verdünnt genommen, da wollte ich einfach, dass es besser deckt. Und genau, da könnt ihr es auch so machen, wie ich jetzt mit dem Finger einfach. Das ist natürlich auch eine Lösung, hat man natürlich nach schöne weiße Fingernägel.
Das sieht dann richtig cool aus. Und kann man natürlich auch so machen. Aber ihr seht, jetzt haben wir oben schon ein bisschen so die Details. Ich habe die jetzt ja schon mal so ein bisschen vorbereitet, die Wolken. Ja, ich neige natürlich jetzt dazu, ich könnte die natürlich noch viel, viel schöner ausmalen und könnte noch viel mehr Tiefe und Details, aber da habe ich mich dann auch wieder irgendwann streckenweise wieder ein bisschen bremsen müssen und mir dachte, ja, es soll einfach bleiben und es muss nicht gleich wieder hier over the top werden, deswegen habe ich mich dann irgendwann auch selber ein bisschen eingebremst und gesagt, okay, ich lasse es jetzt. Ja, da ist natürlich der innere Trieb dann so, so extrem. Und ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das passt jetzt so. Kurz einen Schluck aus meiner Tasse trinken. Genau. Und da arbeiten wir uns jetzt eben einfach so Step by Step schön durch. Ich habe gedacht, ich könnte das natürlich hier auch noch beschleunigen, aber dann seht ihr das Ganze hier nicht. Das ist natürlich doof. Ich finde das ja gerade für euch ist das, glaube ich, mit das Spannendste, das einfach in Echtzeit zu sehen und eben nicht hier alles einfach nur in 5 Minuten komprimiert, wie es ganz viele Airbrusher machen im YouTube-Bereich. Ich finde, da kann man einfach nicht gescheit mitlernen, man kann es nicht gescheit umsetzen. Wenn sie das machen, das ist natürlich dann für euch einfach semi-geil und so seht ihr einfach alles ohne Makel und mit. Da seht ihr auch wieder meine schönen Fehler, die ich die ganze Zeit dann immer wieder mal reinbringe und mache. Aber so ist das halt einfach. Und da könnt ihr dann nämlich schon mal schön draus lernen. Vielleicht ist jetzt schon einem oder anderen mal aufgefallen, wo hier so der leichte Fehler drin ist in der Schablone. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es bald jemandem auf. Aber jetzt haben wir hier doch schon mal eine schöne Silhouette. Und macht euch keine Sorgen bei dem Hintergrund. Den färben wir jetzt nachher noch ein bisschen runter, damit sich der Vader und Luke noch mal ein bisschen besser abheben. Und genau. Jetzt fällt mir selber gleich hier eben die Übergänge. Aber ich weiß gar nicht genau, wann es mir jetzt so auffällt. Aber ja, machen wir jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Genau, jetzt nehme ich den Hintergrund hier. Den will ich nämlich ein bisschen zurücknehmen. Ihr seht nämlich, das finde ich nicht so schön, wenn ich wollte eben, dass der Luke und der Vader richtig schön präsent sind, dass die wirklich einfach richtig gut aussehen. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr euch das mit Freihand nicht traut, auch einfach die restlichen Teile jetzt von der Silhouette abschneiden und dann sind die abgecovert. So wie ich das jetzt dann, glaube ich, auch mache. Einfach, damit es euch auch nochmal gleich zeigen kann. Und dann seid ihr da nämlich auch gleich wieder safe. Ist jetzt natürlich mit dem klebrigen Papier nicht ganz so geil, aber ich mache das jetzt einfach mal schnell noch an der Seite. Und dann haben wir natürlich hier, schützen wir das noch mehr. Das Ganze, damit das eben nicht unterläuft. Aber man sieht hier beim Vader auf der linken Seite so entlang, ist schon ein bisschen Sprühnebel drunter gekommen, da wo es eben nicht so gut geklebt hat. Und oben beim Arm, glaube ich, vom Luke sieht man es auch nochmal so ein bisschen nicht ganz so schön geworden. Die Lichtschwerter, die müssen nicht schwarz sein. Die habe ich jetzt nur reingenommen, damit ich nachher sehe, wo die sind. Also wenn die jetzt Overspray haben, ist das nicht so schlimm. Aber ihr seht jetzt hier, kann man das nämlich schön mit einem verdünnten Weiß wieder schön ein bisschen einnebeln, damit das gleich mal ein bisschen runtergenommen wird. Damit das eben jetzt hier, dann wird das zu einem Grau. Jetzt haben wir eben schön schwarz als Hintergrund gehabt. Jetzt nebeln wir das Weiß leicht ein und zack, haben wir natürlich schönes Grau. Und das sorgt eben dafür, dass das Ganze ein bisschen zurückgenommen wird und dadurch wirkt es, finde ich, gleich viel, viel besser. Was ich bloß später dann mache, ist, ich färbe das jetzt dann später komplett so ein. Und da hätte ich den Hintergrund jetzt nachher nochmal abdecken sollen am besten. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann geht das natürlich mit der Farbe noch ein bisschen mehr nach hinten in den Hintergrund, rückt das noch mehr rein. Und das sieht nicht ganz so schön aus, wie ich dann so finde. Deswegen, ja, könnt ihr das hier gerne nochmal abdecken oder so, wie ihr das möchtet. Und dann habt ihr da nicht das Problem. So. Jetzt machen wir nochmal den Spot in der Mitte.
Die wollen, da ist das eben noch das Gestänge. Das will ich aber eigentlich, habe ich mich dafür entschieden, den Lichtpunkt auch nochmal ein bisschen stärker zu machen. Deswegen habe ich das nochmal abgecovert, damit das hier wirklich eine richtig starke Lichtquelle gibt. Fand das irgendwie noch ein bisschen cooler. Und dann finde ich, sieht das schon viel, viel besser aus. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich finde, das sieht so geil aus. Oh Mann, das ist schon spitze. Also, dass mir das beim Vorskizzieren auch nicht aufgefallen ist. Aber hier ist jetzt eben der Overspray drin und den kann man zum Beispiel mit so einem Stift nachmalen. Also das könnt ihr machen, ihr könnt das auch mit einem Pinsel nachzeichnen, wenn ihr das nicht abmaskieren wollt. Wenn ihr da jetzt keine Lust drauf habt, könnt ihr das mit einem Pinsel oder auch damit machen. Und da ist das Teil. Der Blaster sieht aus, als hätte er erektile Dysfunktion. Und wisst ihr, an was ich da sofort denken muss, als ich das gesehen habe? Ich zeig's euch. Dass deiner genauso groß ist wie meine. Mal sehen. Scheiße. Ich mag's nicht, wenn man mir mein Ding so verdreht. Auf jeden Fall. Korrigiert ihr das bitte auch. Ich weiß gar nicht, warum ich den so schlaff gemalt habe, den Blaster. Der lümmelt da so richtig rum. So traurig. Und den machen wir natürlich gerade, da habe ich natürlich beim Zeichnen einfach nicht aufgepasst. Das machen wir nachher auf jeden Fall noch. Und hier schaut man beim Abmaskieren mit dem Malerkrepp, es scheint trotzdem noch alles gut genug durch, damit ihr das richtig schneiden könnt. Das wollte ich euch mal hier kurz mit dem Malerkrepp zeigen. Ich greife jetzt natürlich schnell zur Maskierfolie, geht einfacher, ist schneller. Sieht man auch noch ein bisschen mehr, aber das Malerkrepp funktioniert damit auch problemlos. Habe ich am Anfang auch ein paar öfters benutzt und deswegen könnt ihr das natürlich gerne benutzen, wenn ihr arg viel Overspray unter der Silhouette haben solltet oder wenn ihr das Hintergrundgestänge noch jetzt abmaskieren wollt vorm Einfärben, würde ich euch empfehlen, macht das jetzt und maskiert jetzt nicht nur eben nachher nicht nur den Vader und den Luke ab, sondern eben auch das Gestänge, dann sieht das besser aus. Ich meine, den Luke und den Vader müsste man nicht abmaskieren. Die sind ja eigentlich schwarz und die transparenten Töne, die greifen da ja nicht. Aber ich habe sie nachher trotzdem nochmal abmaskiert, einfach aus Sicherheit. Und da wir da jetzt natürlich das Overspray vernichten, auch wieder weghaben wollen, zeichnen wir das Ganze eben jetzt, färben wir das Ganze eben nochmal schnell schwarz ein. Können natürlich hier auch gleich den Blaster richten. Ich habe es da, glaube ich, trotzdem noch vergessen. Mach's dann nachher später nochmal mit dem Lineal. Weil ich da so in meinem Ding manchmal bin, kriege ich das manchmal nicht mit und dann ist das halt so abermei halb so wild. Jetzt nehmen wir eben ein deckendes Schwarz und füllen das einmal kurz aus und dann haben wir natürlich nachher wieder eine knackscharfe Silhouette und dann passt das doch viel, viel besser. Dann sieht das nochmal ein bisschen besser aus. Ihr könnt natürlich die Silhouette auch noch ein bisschen mit Effekten versehen, wenn ihr da noch leichte, helle, von einseitig noch ein leichtes, helles Licht reinbringen wollt oder so. Oder so eine leichte Struktur der Hose und so. Das kann man natürlich auch alles noch machen. Ist aber auch, wie gesagt, wieder Geschmackssache und skillabhängig. Deswegen macht das so, wie das für euch so passt. Und jetzt haben wir das eben hier nochmal schön schwarz. Gebe ich nochmal ein bisschen Luft, dass es eben schön trocknet. Und dann gebe ich eben nochmal ein bisschen hier und da schwarz, wo ein bisschen mehr Overspray war. Und dann passt das nämlich wieder ganz gut. Und sieht dann halt, aber wie gesagt, ihr könnt ja auch den Pinsel nehmen oder den Stift. Oder ihr könnt das auch ganz weglassen, wenn es bei euch eben nicht unternebelt ist. Könnt ihr das auch problemlos machen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch eher optional. Oder ihr sagt, ja, ich will es doch lieber gleich eher knackscharfer haben. Und dann könnt ihr das natürlich, müsst ihr euch davor dann auch nicht ganz so drauf achten. Könnt ihr natürlich auch machen. Aber wie gesagt, war eigentlich nicht eingeplant, habe ich aber dann trotzdem gemacht.
Und in dem Step könnte man jetzt quasi auch, wie gesagt, den Hintergrund nochmal ausschneiden und auch noch stehen lassen. Dann wäre das leichte Grau, das dunkle Schwarz und dann der farbige Hintergrund würde wahrscheinlich besser aussehen. So wie ich das dann mache, geht es halt ein bisschen arg mehr unter und ja, ist eigentlich auch Geschmackssache, aber wie gesagt, mir hätte es anders besser gefallen. Aber so ist es jetzt. Da sieht das doch schon ganz cool aus. Und passt dann eigentlich auch wieder deutlich besser. Und genau die Folien immer aufheben. Da werden wir nachher nochmal ein Stück für die Lichtschwerter werden wir nochmal abkleben müssen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Die müssen nämlich schön in der Mitte weiß sein und nach außen hin fangen sie das Leuchten an. Da färben wir sie dann ein. Aber wie gesagt, so, Stück nach oben am Ellenbogen und das Teil am Blaster noch rausnehmen und dann ist das silhouettentechnisch schon ein bisschen gerader ist es. Am Ende meist noch mal ein Tick gerader, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja, der Blaster hängt da so rum, eigentlich in dem Halfter, aber ich habe den da ein bisschen zu stark nach vorne gemalt, aber ja, könnt ihr auch weglassen, wenn der euch gar nicht bockt, wenn ihr sagt, das stört euch oder so. Das ist natürlich auch eure Freiheit, könnt ihr den einfach bei der Silhouette einfach komplett ausschneiden, dann ist er komplett weg, könnt ihr auch weglassen. Wie gesagt, macht da einfach das, auf was ihr Bock habt. Macht einfach da euer Ding und dann ist das alles kein Problem. Hier bessere ich noch 1, 2 kleine Stellen aus, wo es tatsächlich ein bisschen unterlaufen ist, noch aus, weil ich natürlich jetzt generell viel Farbe in der Mitte hatte und so. Hier doch ein bisschen schneller arbeite, damit das Video auch nicht ganz so lang wird. Und ja, ein bisschen freie Hand, jetzt nochmal ein bisschen Luft, damit das schön trocknet, weil jetzt habe ich natürlich die Teile schon, die Silhouetten schon ausgeschnitten, dann kann ich sie nachher auch noch benutzen fürs Einfärben, warum auch nicht, dann ist es definitiv schwarz, da hat es mir jetzt ein bisschen runtergenebelt, das nehme ich jetzt auch noch mal ein bisschen mit Lineal und mit dem Schwarz dann noch mal ein bisschen runter und dann können wir nämlich nachher schon schön mit dem Einfärben anfangen. Sodale und fürs Einfärben nehmen wir uns ein transparentes Orange. Das habe ich natürlich jetzt schon fertig genommen. Ihr könnt es euch sonst auch mischen. Und wir lassen so ein bisschen die Mitte noch frei. Das heißt, wir brushen so um den Rand herum. Wie gesagt, dass es eigentlich schwarz ist, nimmt es die Farbe nicht, wird die nicht so stark sichtbar, bei Schwarz eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht groß abmaskieren. Deswegen brushen wir hier schön am Rand, damit das nach innen schön die Farbverläufe reinlaufen. Und in der Mitte lassen wir eben noch so einen leichten Spot hell, damit das eben schön auch noch mal ein bisschen mehr zum Leuchten kommt. Muss man nicht machen, aber fand ich irgendwie ganz cool. Deswegen habe ich das reingenommen. Dann nehmen wir eben Orange und Gelb, beide transparente Töne. Machen wir jetzt hier schön das Ganze einfärben. Und damit kriegen wir immer schöne Farbverläufe hin. Ihr könnt auch natürlich ein deckendes, wenn ihr nur deckende Farben habt, dann nehmt ein deckendes Orange und malt das ganz aus. Da müsst ihr aber wahrscheinlich wieder abcovern, weil deckende Töne eben deckend sind und dann auch auf schwarz deckend. Und dann sieht das nicht mehr so cool aus, weil dann habt ihr natürlich überall den Sprühnebel, den
haben wir jetzt natürlich auch, aber durch das Schwarz ist das eben nicht so sichtbar. Auch wieder ein Vorteil von den transparenten Tönen. Wie gesagt, ich bin Fan von den transparenten und von dem Eingefärbe. Nochmal schnell was trinken. Dann passt das nämlich. Das ist nämlich eine runde, schöne Sache, würde ich mal sagen. Und wenn wir das eben schön mit dem Orange haben, dann nehmen wir einmal die Mitte mit dem Gelb und dann machen wir das eben nochmal. Dann machen wir nochmal ein kleines Highlight weiß und nochmal gelb, damit es einfach noch einen schöneren Verlauf hat. Und dann passt das nämlich. Jetzt tue ich kurz die Gun frei machen für die andere Farbe. Jetzt sprühe ich nicht den Rest Orange noch raus. Mache die kurz sauber, wie ihr hier schon seht, wie das ein bisschen rumnebelt. Und dann kommt eben schon das Gelb zum Einsatz. Und dann wird eben die Mitte jetzt nochmal schön eingefärbt mit dem Gelb. Und da mir das jetzt noch nicht ganz so schön gefallen hat vom Verlauf her, nehmen wir jetzt eben nochmal das Deckweiß her, machen nochmal in die Mitte überall noch so bei den runden Dingern natürlich einen Punkt, hier nochmal einen leichten Strich und färben den eben wieder gelb ein. Damit haben wir natürlich nochmal einen smootheren, schöneren Übergang und dann sieht das gleich nochmal ein bisschen besser aus und ein bisschen wertiger aus. Wie gesagt, aber ihr könnt es auch nur einfarbig machen, wie ihr da Bock habt, wie ihr da so drauf seid. Ihr könnt das auch grün machen, keine Ahnung, wie ihr das möchtet. Ihr könnt hier frei hantieren. Ihr könnt den Blaster auch lümmelig lassen, wie ihr das möchtet. Ich schwör's euch, wie ich da am Maltisch gesessen bin und erstmal so gelacht habe die ganze Zeit über diesen Blaster, der mich da so angelümmelt hat. Einfach nur herrlich. Ich sag's euch, einfach nur herrlich. Sogar meine Frau, die war dann irgendwie gerade in der Küche, die kam dann irgendwann rein und sagte, was lasst denn so dämlich? Sag ich, guck dir das an, sag ich, das ist ja genial, oder? Und ja, ich habe ihn euch drin gelassen. Ich weiß gar nicht, habe ich den? Ich weiß jetzt, ich schwör's, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich den Form 1-Scan nochmal umgeändert habe oder nicht. Oder ob der tatsächlich jetzt in der Silhouette tatsächlich auch nochmal so lümmelig drin ist. Also kann sein, dass ihr den noch korrigieren müsst oder auch nicht. Ja. Wenn es euch bis dahin selber nicht aufgefallen ist, dann spätestens ab dem Punkt, wo ich es euch zeige. Ja, ist auch kein ist ja kein Beinbruch, das zu korrigieren. Dann wisst ihr auch mal, wie man sowas korrigiert. Also nur deswegen habe ich es gemacht, natürlich, ja. So, ihr habt gesehen, an den Treppenstufen habe ich jetzt oben nochmal eine ganz dezente helle Kante gesetzt. Einfach, damit die Stufen nochmal ein bisschen plastischer aussehen. Das ist sehr einfach zu machen, mit ganz wenig Farbe direkt an dem Lineal entlang, damit nur die Farbe leicht drüber nebelt, ganz minimal. Das soll wirklich nur minimal sein, damit das nochmal ein bisschen besser aussieht und auch die Stufen besser sichtbarer macht, damit das nicht ganz so trocken und eindimensional aussieht. Können wir mit solchen leichten Techniken da noch ein bisschen mehr Bewegung reinbringen und dann sieht das gleich deutlich cooler aus. Und jetzt nehmen wir das schöne Violett transparent und fahren überall, da wo die Wolken nicht sind, erstmal mit dem Violett einmal schön drüber. Und dann haben wir nämlich da schon mal die schönen dunklen Stellen überall. Wie gesagt, ihr müsst keinen Himmel machen, ihr könnt auch was anderes machen, wie ihr da Bock habt und lustig seid. Einfach das raussuchen und machen. Und genau, wir legen da jetzt nämlich einmal schön vor, damit das Ganze schon mal schön abgedunkelt wird. Und ja, ich dachte, ich hätte die doch noch abgeklebt, habe ich dann in dem Fall doch nicht gemacht. Oder mache ich es jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt eben erstmal schön den Hintergrund. Und ihr seht, ich nehme jetzt nachher eben diese Hintergrundstruktur, die nebel ich mit ab, färbe ich mit ein, und wenn man die jetzt abmaskiert hätte, wird es wahrscheinlich im Nachhinein am Ende des Tages noch mal einen Ticken besser aussehen.
Hier habe ich mich jetzt ein bisschen rangetastet, wie arg geht es unter, aber dadurch, dass ich natürlich auch noch mit Blau einfärbe, wird das immer mehr und mehr und dann ist das am Ende doch noch zu viel untergegangen. Da habe ich mir rückblickend gedacht, hätte ich es lieber gemacht, dann hätte mir das Ergebnis noch ein bisschen mehr gefreut, aber ist trotzdem ein geiles Bild geworden. Hier cover ich sie jetzt doch ab. Sicher ist sicher und mit den Lichtschwertern nachher. Ich habe mir gedacht, komm, ich habe sie eh ausgeschnitten und die hingen da am Lüfter, dann komm, an der Absauganlage, Absauganlage. Und dann habe ich gedacht, komm, dann klebt die da einfach jetzt drüber und dann, auch wenn nichts passiert, bevor hier noch irgendein anderer Schmuck passiert, komm, habe ich sie jetzt doch noch abgecovert und dann war das auch, ist wie gesagt nicht kein Muss, man hat es ja unten gesehen bei dem Orange, das wird nicht auffallen, aber wenn ihr euch da auch sicherer fühlt, dann macht das ruhig auch. Und ja, wenn ihr das so wie ich, nochmal nacharbeiten müsst, habt ihr das Negativ, so wie ich jetzt, dann könnt ihr das auch gleich abcovern und dann könnt ihr auch gleich im Atemzug, könntet ihr dann auch rein theoretisch noch das Gestänge abcovern, dann seid ihr da richtig safe. Die Lichtschwerter eben nicht, die müssen wir nachher noch machen zum Schluss. Die sind nur jetzt, die wurden am Anfang nur mitgenommen, damit wir den Anhaltspunkt haben. Und die sind da nicht mehr weiter wichtig. Deswegen cover ich die jetzt auch nicht ab. Und genau mit der Farbe jetzt eben schön gleichmäßig arbeiten. Beziehungsweise ungleichmäßig, wenn ihr ein bisschen mehr Bewegung im Hintergrund haben wollt, so wie ich, dann habt ihr schon mit den Wolken oben das schon so ein bisschen gemacht, unten auch ein bisschen. Ich habe auch jetzt, wie gesagt, um den Spot rum ein bisschen eingefärbt, damit wir eben da nachher mit dem Weiß wieder einen schöneren Verlauf nach außen haben. Da kommt am Ende eben nochmal das Highlight Weiß, dann sieht das nochmal geil aus. Und jetzt ziehe ich eben nochmal bei den Wolken ein bisschen die Highlights nach, damit die eben nachher bei den weiteren Farben trotzdem nicht ganz so untergehen. Da gehe ich jetzt eben nochmal ein bisschen fix drüber, locker lässig aus dem Handgelenk. Ich habe auch erst überlegt, ob ich es nur violett lassen soll, aber nur violett hat es mir irgendwie nicht gefallen. Deswegen habe ich erstmal probiert, wie sieht es aus, wenn ich es jetzt nur violett lasse. Habe hier nochmal mit dem heilen Spot eben, habe das quasi so fertig gemacht, wie ich es machen würde, wenn ich es jetzt auch so lassen würde, aber dann im Ende, irgendwann habe ich mir gedacht, so, nee, das sieht irgendwie nicht so geil aus, das wirkt irgendwie nicht so schön. Ich will es eigentlich schon mehr bläulich haben und auch damit auch nachher die Sterne und alles doch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Und ja, aber ihr könnt auch gleich so es ähnlich nachmachen, das ist gar nicht verkehrt, weil dadurch bekommt der Hintergrund dadurch mehr Tiefe und mehr Dynamik durch mehr Schichten und Highlights generiert man immer einen höheren Tiefeneffekt und deswegen ist das auch gar nicht schlimm oder verkehrt, ganz im Gegenteil, aber hier nehmen wir jetzt noch schön das Ultramarinblau von der Schminke und gehen von unten nach oben so ein bisschen hoch und färben das jetzt noch ein, dann gibt das so ein schönes dunkles Blau. Ich wollte irgendwas Schönes so einen schönen, nicht Abendrot, sondern so einen schönen dunkelblau, wenn trotzdem noch so ein bisschen, keine Ahnung, Licht da ist, so irgendwie die Farbe habe ich gesucht und die Kombination hat jetzt hier wunderbar funktioniert und das finde ich so geil bei den Transparenten. Hier habe ich mir einfach die dann nochmal gemischt, hier hat es mir nicht gefallen und das sage ich ja immer bei den Transparenten. Da habt ihr noch genug Spielraum, Sachen zu ändern, wenn ihr natürlich die richtigen Farben noch habt und das machen könnt und auch die richtigen Voraussetzungen habt. Ihr könnt natürlich nachher nicht mehr gelb machen, wenn das schon blau ist klar, aber hier konnte ich es einfach nochmal farblich weiter verändern und da hat mir das viel, viel besser gefallen. Ich habe mir gedacht, hey cool, so gefällt mir das jetzt viel, viel besser. Jetzt sieht das so aus, wie ich das haben möchte und dann
können wir jetzt an die Details rangehen und arbeiten dann nachher nochmal ein bisschen die hellen Spot nochmal aus und eben die Sterne. Und dann haben wir da natürlich einfach die ganze Möglichkeit. Aber ihr seht jetzt, der Hintergrund ist bei mir sehr, jetzt durch das Blau ist der nochmal deutlich tiefer abgesackt und jetzt ist der schon fast transparent geworden hier. Das ist natürlich schade, weil die Arbeit natürlich dann einfach unnötig war, wenn man es kaum noch sieht. Ja, nicht unnötig, aber ich hätte es einfach schöner gehabt. Hier eine Technik zum Sterne machen, wenn ihr das mit der Airbrush nicht könnt. Auf den Pinsel und auf einen anderen draufschlagen, so könnt ihr das machen. Oder ihr macht das einfach mit der Airbrush, wenn ihr den Schlauch abknickt und dann eben Material gebt, dann spritzt die. Das, was man eigentlich immer zu verhindern will, machen wir jetzt hier natürlich mit Absicht, damit wir eben schöne kleine Sternchen haben. Und haben wir schöne kleine Pünktchen. Und dann sieht das, so kann man da schön Sternenhimmel machen. Hat man gleich ganz schnell, sehr einfach, sehr schnell geschafft. Jetzt arbeiten wir natürlich um die Füße, ein bisschen nochmal der Rücken, nochmal ein bisschen am Helm, ein bisschen am Arm, noch so ein bisschen das Helle, damit nachher die Silhouette nochmal stärker zur Geltung kommt, damit die nochmal ein bisschen quasi das Leuchten anfängt. Mache ich das jetzt an den Ecken und Enden nochmal so ein bisschen dezenter und in der Mitte eben stärker. Dadurch rückt natürlich der Hintergrund wieder etwas mehr nach hinten, das Gestänge, und dann dadurch ist das nachher mehr und mehr geschluckt worden. Wäre das jetzt bei der ersten Farbe, hätte es hingehauen, dann hätte das wahrscheinlich besser ausgesehen. Aber so ist das ja nicht, ich habe ja auch noch hier rumprobiert. Ist ja hier kein Bild von der Stange, sondern was eigen ausgedachtes, deswegen ja, muss ich da auch einfach mal rumprobieren. Habe ja keine andere Möglichkeit. So, kommen wir zu den Lichtschwertern. Und da maskieren wir dann eben die Lichtschwerter ein bisschen großflächiger ab. Oder halt die Lichtschwerter und dann könnt ihr auch ringsrum Papier nehmen oder so. Und das Ganze eben dann abmaskieren, wenn ihr da kein Overspray haben wollt. Und hier ziehen wir eben einmal das Lichtschwert schön kerzengerade entlang. Da könnt ihr natürlich auch das Lineal nehmen, wenn ihr euch das nicht traut, Freihand. Natürlich schön oben die Spitze relativ rund schneiden, damit das gut aussieht und passt. Und das machen wir natürlich mit beiden. Und dann müsst ihr die Teile, die wir nachher da rausnehmen, dann auch aufbewahren und aufbehalten. Die brauchen wir natürlich. Und die behalten wir natürlich auf, weil wir die natürlich nachher verschiedenen Farben einfärben. Und wir natürlich, wenn wir alles auf einmal machen, dann ist die Gefahr, dass es einnebelt und so, dann zu groß. Deswegen nehmt die Stückle da raus und legt sie auf Seite. Wie gesagt, könnt ihr auch mit dem Malerkrepp machen. Alles kein Problem. Und dann ist das nämlich schon ganz cool. Wir wollen das natürlich, die Lichtschwertmitte schön hell haben. Deswegen nehmen wir natürlich ein deckend weiß, unverdünnt. Und machen das. Ja, kriege ich ja noch Schluck auf bei der Aufnahme oder was, ey. Das wäre es jetzt noch. Kriegen wir halt hier jetzt. Färben wir das eben jetzt schön ein, damit das eben schön weiß deckend ist. Natürlich noch die Restfarbe gehabt, die verdünnte. Das sieht das natürlich hier. Gar keine mehr drin gewesen. Trick 17. Jetzt können wir das eben schön einfärben. Und auch hier wieder lieber Material geben, Luft, Material geben, auftrocknen lassen mit Luft, Material geben, damit euch das eben nicht unterläuft, damit euch das eben nicht auch wie passiert wie mir bei der Chromschrift, ja, da habe ich auch zu schnell gearbeitet, dann unterläuft da schnell mal was. Könnt ihr euch natürlich auch gerne mal reinziehen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie man eine Chromschrift macht auf meinem Kanal. Könnt ihr euch das reinziehen. So, kurzer Cut. Jetzt habe ich es, glaube ich, 4 oder 5 Mal abgecovert, damit es einfach schön bombig ist. Und
ja, da klebt Maskierfolie auf Maskierfolie, war es natürlich nicht so geil. Ist eigentlich gar nicht mehr, auch hier nicht so wichtig eigentlich, aber ja. Was soll's. Sodale. Und dann brauchen wir natürlich ein Hellblau und ein, beziehungsweise das helle Blau von der Schminke, das ist nicht das Ultramarin, glaube ich, sondern das andere Blau, das Transparente. Und da geben wir halt einfach nicht so viel davon, dann bleibt das auch hellblau. Und ja, hier trockne ich das Ganze jetzt nochmal. In der Mitte habe ich nochmal einen leichten Spot gegeben, aber das machen wir zum Schluss, glaube ich, auch nochmal. Jetzt einfach nur wichtig, wieder abcovern. Und zwar das Lichtschwert abcovern, das wir natürlich nicht besprühen wollen. Und da covern wir jetzt das erstmal vom Look ab, damit das eben jetzt nicht nachher mit dem Rot eingefärbt wird. Und dann machen wir erstmal Vader sein Schwert fertig. Na, ich habe schon überlegt, ob ich für das Intro, für den Opener noch schön ein paar Schnipsel von Jar Jar Binks reinpacke. Ist doch so ein beliebter Charakter in Star Wars. Aber ich habe kein brauchbares Material gefunden. Deswegen seid ihr davon verschont geblieben. Ach, geil. Nixe wissen. Genau, wir covern jetzt beide ab, damit wir erstmal für beide das Leuchten machen können. Und zwar nochmal ein Weiß ringsherum. Deswegen habe ich jetzt gleich beide abgecovert. Und genau. Da machen wir jetzt eben wieder mit dem Weiß einen leichten Schein drumherum, indem wir einfach direkt in der Mitte vom Lichtschwert entlang fahren. Wenn wir in der Mitte vom Lichtschwert jetzt wieder sprühen, geht wieder der Overspray schön gleichmäßig nach links und nach rechts und nach vorne. Das heißt, wir erzeugen hier wieder einen sehr realistischen Farbverlauf in alle Richtungen. Und das machen wir eben immer schön in der Mitte vom Lichtschwert sprühen. Ihr müsst halt auf jeden Fall genug Material geben, damit wir hier eben einen schönen Leuchteffekt haben, aber natürlich auch nicht zu viel, sonst habt ihr nachher ein mega breites Lichtschwert und das sieht natürlich nicht so cool aus. Wir wollen natürlich da kein Lichtschwert haben mit der Dicke von einer Bockwurst oder so, keine Ahnung. Sondern wir wollen natürlich schon ein geiles Lichtschwert haben, ja. Und deswegen machen wir da einen leichten Schein. Und genau. Jetzt können wir das nämlich, habe ich vorhin Käse verzählt mit dem nacheinander Abcovern von Lichtschwertern. Ich wieder selber nicht weiß, wie ich es gemacht habe. Wir müssen natürlich beide abgecovert lassen, damit wir natürlich hier die Lichtschwerter innen nicht einfärben. Das ist ja das Wichtige. So, hier habe ich gesehen, der Schein war noch ein bisschen zu zaghaft. Und jetzt habe ich da noch mal ein bisschen mehr Farbe gegeben. Einfach damit das noch mal mehr leuchtet, damit man das auch nachher gut sieht. Und hier eben wieder das Blau. Ihr seht, ich habe auch wieder mittig gesprüht. Und dann am Ende vielleicht noch mal ein bisschen am Rand, aber dann auch sehr zaghaft. Und auch hier nicht zu viel von der transparenten Farbe, weil sonst covert die auch mehr und mehr und kann dann schneller dunkler werden. Ihr seht ja auf jeder Farbe oben immer den Farbverlauf. Umso mehr Material ihr gebt, was am Ende dann bei einer starken Deckkraft, was die Farbe dann für einen Farbton hat, das ist auf jeder Schminkefarbe drauf. Könnt ihr euch dran orientieren. Und deswegen sprühen wir da nicht so viel, damit das eben schön hellblau bleibt. Und nicht nachher so dunkelblau wird, das sieht irgendwie nicht so geil aus. Und das hellblaue Schwert ist ja das einzig wahre Originale, glaube ich. Und nicht mehr bei den ganzen Remastered-Versionen, wo es dann zu blau war, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube bei den Hardcore-Fans so. Ich habe gar keine Ahnung davon. Gefährliches Halbwissen, was ich so mal aufschnappe. Hier bei dem Schwert habe ich es ein bisschen, beim Vader sein, ein bisschen stärker gemacht, weil das Rot ist eigentlich, es wird nicht arg dunkel und dann hat das ganz gut gepasst. Und das ist eben, sieht eben gut aus. Da habe ich geguckt und mir gedacht, perfekt, so wollte ich es haben, schön hell in der Mitte
Und einen schönen Leuchteffekt nach außen. So ähnlich kann man auch Neon-Effekt machen. Und dann passt es, da wo die Schwerter natürlich noch aufeinandertreffen, da machen wir natürlich noch eine Lichtquelle rein, einen Lichtspot, so wie wir auch die Sterne zum Leuchten bringen. Da habe ich auch schon ein Tutorial für Sterne, eins der allerfrühesten, mit einem ganzen Bild mit Bergen und Fluss und so. Das kommt auch alles hier mal in die Infokarte oben rein. Da zeige ich euch auch mal explizit, wie man Sterne macht. Vielleicht mal ja auch nochmal ein separates Video, ganz kurzes, 4-minütiges oder 5 oder so. Wie man einfach Sternchen macht. Ja, und dadurch kreieren wir natürlich den schönen Leuchteffekt in der Mitte. Und dann sieht das doch ganz cool aus. Und ja, jetzt ist das ganze Ding fertig. Fast, ihr könnt natürlich noch. Der Blaster sieht schon wieder gefährlich krumm aus. Habe ich so das Gefühl. Also wenn ich jetzt hier an die Decke schaue, arbeite ich, glaube ich, jetzt doch nochmal nach. Also, oder habe ich das off-camera gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. So, da bringen wir noch einzeln ein paar Sterne zum Leuchten. Einfach auf den Punkt und dann leicht nach hinten Material geben, leicht nach hinten gehen mit der Gun. Kreieren wir wieder einen Farbverlauf, einen schönen, und dann ist das gleich wieder stimmig und sinnig. Dann es sieht doch cool aus, oder? Es ist doch, ich sag mal ganz ehrlich, das mit den leichten Mitteln eigentlich doch so ein ganz cooles Bild zu kreieren, ist doch was Cooles, und ich hoffe, ihr habt damit eine echte Freude und könnt es auch gut umsetzen. Würde mich mega freuen eben über euer Feedback. Auch die Anfänger da draußen, zeigt mir gerne eure Bilder, schickt das auch gerne anonym, ist gar kein Problem. Stört mich gar nicht, ich würde es mir nur gerne anschauen, bin da echt offen. Und wird dann nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Das geht natürlich mit Schwarz und so super. Zack, ist der gerade. Ist jetzt auch kein so ein halber Lümmel mehr, und dann passt das doch super. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unterstützt mich gerne. Liken, abonnieren, kommentieren, den ganzen Kladderadatsch. Ihr kennt's ja. Und ansonsten zieht euch gerne mal rein, was euch der Algorithmus noch so vorschlägt. Ich habe eigentlich mittlerweile so einen Haufen Tutorials am Start über Schlange, Chromschrift, Seifenblase, Unschärfeneffekt, Feuer auf Weiß, allen möglichen Käse, Flaggeneffekt. Also ich lasse kaum noch Wünsche übrig oder offen. Und wenn ihr doch noch welche habt, dann raus damit in die Kommentare. Dann kann ich mich da gerne mal mit beschäftigen. Wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt mal wissen, wie man, keine Ahnung, eine Neonschrift macht, dann sagt mir das, und dann kann ich das umsetzen. Oder. Da müsst ihr einfach mal euch nur trauen. Dann haue ich da noch mehr Content für euch raus, gezielter. Das ist auch eine feine Sache. Genau, und jetzt machen wir eben hier nur noch so ein paar leichte Handgriffe. Noch hier und da ein paar Highlights, hier ein paar Pünktchen gemacht, hier nochmal ein paar Sterne zum Leuchten gebracht. Und dann sind wir nämlich hier auch schon am Ende angelangt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Airbrushen und viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Euer Dave.